bin in Omaha, Nebraska aufgewachsen. Das ist schon 1000 Meilen vom See entfernt. Ich war 18 Jahre alt, als ich das Meer zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe bei der US Coast Guard gemeldet, um mein Studium zu finanzieren. Und das Segeln dann, das bekam so ein Hobby. Das Segelboote, Rennjachten und irgendwann bin ich auf Großsegel angefangen. Ich habe das ehrenamtlich gemacht und das hat mir also unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, dann bin ich zurück zur Uni gegangen, um meine Doktorarbeit zu machen, mein PhD zu machen. Und dann bin ich Finanzprofessor geworden. Also sehr ungewöhnlich für Kapitänen. Ja. Ich bin als Finanzprofessor in New York gearbeitet. Irgendwann habe ich ein Sabbatical gemacht und 4 Monate auf einem Segelschiff als Steuermann gearbeitet. Und ich dachte, das macht so viel Spaß. Ich mache das beruflich. Dann bin ich nie zur Universität zurückgekehrt. Ich habe diese Entscheidung nie berührt. Ich habe gar kein Geld verdient. Ich war praktisch obdachlos, bin vom Schiff zum Schiff umgestiegen. Irgendwann habe ich dann auf kleinere Expeditionsschiffe gefahren. Auch dann war ich auch Kapitän auf ein Luxussegelschiff, die Sea Cloud. Dieses Schiff gehört auch zu einer deutschen Containerschiffreederei. Das war meine erste Erfahrung auf größere Schiffe. Dann sagte ich, ja, warum nicht probieren auf große Kreuzfahrtschiffe. Ich bin auf die Mein Schiff 3 angefangen. Der erste Neubau von TUI Cruises schon April 2014. Während meines Studiums, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, habe ich eine deutsche Austauschstudentin kennengelernt. Ja? Dort habe ich dann ein wenig Deutsch gelernt. Es gab viele Höhepunkte natürlich bei TUI Cruises. Eins, was ganz, ganz besonders ist, ist das erste Mal, dass wir in New York Harbor eingelaufen sind. Mein erster Job als Kapitän war auf einem Zweimast-Schoner in New York Harbor. Also ich kenne mich sehr, sehr gut aus und ich habe das Erlaubnis bekommen, sogar das Schiff, mein Schiff 6, zwischen der Freiheitsstatue und Manhattan, so das Schiff umzudrehen. Ja, ich glaube, wir sind die einzige Kreuzfahrtschiff-Reederei, die das machen, dieses Umdrehen. Und wir haben so viele Stammgäste hier und ich kenne Leute auf fast jeder Reise, die mir sagen, dass das so eine tolle Erinnerung ist. Das war einfach ein super Erlebnis. Wir haben ein tolles Fahrradprogramm hier an Bord. Wir bieten Fahrradtouren für unsere Gäste an und ich darf das natürlich auch mitmachen. Ja, das macht das Kreuzfahrtschiff-Kapitänsjob also was ganz Besonderes. Ich bin ein bisschen competitive ja, als Mensch und dann ist Sport das beste Gelegenheit, um dieses auszuüben. Ja. Also Sport ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin Amerikaner und eigentlich, wie gesagt, Royal Caribbean, das ist eine Schwesterreederei. Ich bin 8 Tage auf so ein Schwesterschiff gefahren. Ich muss zugeben, dass das deutsche Essen mir jetzt gefällt. Ja, das Essen ist viel besser hier als bei Royal Caribbean.